wie ich mit YouTube mein Leben verändert habe. Hallo und herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Um was es in diesem Video geht, möchte ich dir gerne gleich erklären. Ich habe lange versucht, mein Leben zu verändern durch Bücher und ein intensives Selbststudium. Doch die richtige Lösung habe ich erst durch YouTube tatsächlich einleiten können. Somit wurde YouTube für mich mehr als nur Unterhaltung. Es wurde zu meinem digitalen Mentor. Es wurde dadurch zu mehr als nur Videos, mehr als reine Informationen, sondern purer Wandel für mich. Eine sehr wichtige Sache möchte ich gerne vorneweg schicken. Das Video hier ist kein Video, wie du einen YouTube-Kanal erstellen kannst. Es ist ein Video zur Persönlichkeitsveränderung, die deinen gesamten Lebensweg verändern kann. Kapitel 1, die Ausgangssituation. Gehen wir einige Zeit zurück in meinem Leben, als alles begonnen hat. Mit ungefähr 30 bin ich an einem Punkt angekommen, an dem ich mich ernsthaft gefragt habe, wohin gehe ich eigentlich in meinem Leben? Ich war innerlich erschöpft und mir wurde klar, dass, was ich bisher getan habe, es einfach nicht war. Feiern, Ablenkungen jeder Natur, kurzfristige Hochs und teilweise echt tiefe Down-Momente. Fast egal, was ich getan habe, ich fühlte mich immer leer und wusste nicht, wie ich an den Punkt komme, dass ich mich endlich wieder spüren kann und weiß, wohin es geht und ich die Entwicklung abliefern kann für mich selbst, die ich für richtig halte in meinem Leben. Was mir klar war, ist, dass ich eine Veränderung benötigte. Also habe ich angefangen zu lesen, viel zu lesen. Ich habe mir versucht, alles selbst beizubringen, was mich interessiert hat und wovon ich mir eine Veränderung versprochen habe. Aber irgendwann kam die ehrliche Erkenntnis, es verändert mich nicht wirklich so, wie ich es mir wünschte. Und die entscheidende Frage kam auf, warum? Und diese Frage hat mich, wenn ich ehrlich bin, lange umhergetrieben, bis ich endlich verstanden habe, warum. Und durch Wiederholung und Imitation entsteht echte Veränderung. Aber zur Imitation benötigt es Menschen, die man imitieren kann, und diese habe ich in meinem Leben einfach nicht gehabt. Also musste ich mir einen Weg suchen, um mich in eine Situation zu bringen, in der ich das erreichen kann, was ich mir doch so sehr wünschte. Und wie das funktioniert, möchte ich dir gerne nun zeigen. Bleib dran. Kapitel 2, der Wendepunkt. Hier beginnt etwas Entscheidendes. Was wir nur wissen ist, dass Wissen uns nicht verändert. Wiederholung verändert uns. Das ist kein Motivationssatz, nein. Das ist Neuropsychologie. Das habe ich tatsächlich durch Bücher vermittelt bekommen. Ich möchte dir das kurz erklären. Dein Gehirn arbeitet über neuronale Netzwerke. Jede Information erzeugt eine Verbindung im Gehirn und erst durch Wiederholung wird diese Verbindung stabil. Ohne Wiederholung wird sie wieder abgebaut, was bedeutet, dass die Neuronen, welche die Verbindung ausmachen, entweder aktiv genutzt werden müssen oder sonst wieder abgebaut werden und gehen. Das nennt man das Use-it-or-lose-it-Prinzip. Unser Gehirn lernt nicht durch einmaliges Verstehen, sondern durch Verknüpfungen, Wiederholungen und vor allem eine emotionale Aktivierung und Verbindung. Das bedeutet konkret, ein Buch einmal lesen hat quasi kaum Effekt. Zweimal lesen kann tatsächlich Spuren hinterlassen. Doch ohne echte Wiederholung und aktives Nutzen gehen diese Verbindungen wieder verloren. Der menschliche Körper will Energie sparen und arbeitet nach dem Prinzip der Effizienz. Eine Idee einmal hören, sie verschwindet. Zweimal, dreimal hören, sie bleibt eher bestehen. Aber entscheidend sind, emotionale Verbindungen sind stabiler. Also wenn ein Erlebnis mit einem Gefühl verbunden ist, ganz salopp gesagt. Also eine Information an eine Emotion gebunden ist. Das bedeutet ohne Emotion noch schlechtere, langfristige Speicherung. Und genau deshalb ist meiner Meinung nach YouTube sehr mächtig. Wenn du das jetzt noch nicht verstehen kannst, ist das vollkommen in Ordnung. Warte das Video ab. Lass mich weitermachen. Ein Gedanke ist ganz klar, ohne Wiederholung wird nichts ein Teil von dir. Alles, was du regelmäßig kognitiv konsumierst, wird zu einem Teil deines Wesens und deiner Persönlichkeit, wenn man so will. Im Umkehrschluss bedeutet das, du wirst zu dem, womit du dich beschäftigst. Und ja, auch Serien, egal wie sehr sie dir gefallen und du denkst, dass du differenzieren kannst, das geht nicht. Denn dein Gehirn, dein Unterbewusstsein kann nicht zwischen real erlebt und angeschaut oder vorgestellt unterscheiden.
Und das ist wirklich entscheidend. Deshalb möchte ich dir mit auf den Weg geben, wähle all deine Inhalte bewusst, die du in dein Leben lässt. Das gilt übrigens auch für Menschen, denen du dich umgibst. Und genau hier kommen wir zum nächsten Punkt. Kapitel 3, warum YouTube alles verändert hat für mich. YouTube hat mir etwas gegeben, was ich vorher nicht hatte. Kontinuierliche mentale Kontakte mit den Menschen, die das sind, was ich als erstrebenswert erachtete. Und was das für wen ist, ich möchte das hier unterstreichen, jeder frei für sich entscheiden. Wichtig ist, dass diese Entscheidung aktiv getragen wird von dir, das heißt umgesetzt. Nochmal zurück zu mir. Ich hatte in meinem Umfeld nun Menschen, die so gelebt haben, wie ich es mir vorstellte. Vielleicht auch, weil ich nicht in den Mainstream passe oder aber das Umfeld, das ich mir erarbeitete, eben das abbilden konnte, was ich mir wünschte. Und das war zum Großteil auch meine eigene Schuld. Wenn du jedoch ein Umfeld hast, das besser ist, dann freut mich das wirklich für dich. Halte es fest. Doch hier kommt noch etwas Entscheidendes. Auch wenn dein Umfeld wirklich toll ist, besteht trotzdem die Möglichkeit, die von mir angeführte Praktik für alltägliche Verbesserungen und Veränderungen tatsächlich mit einzusetzen und mit zu implementieren. Sie kann maßgeblich dazu beitragen, dass du noch besser wirst, noch mehr Beitrag in deinem Umfeld leisten kannst. Also zurück zu mir. Ich habe gesucht, aber ich habe nichts gefunden. Also habe ich mir eine Lösung schaffen müssen. Und YouTube, wie du dir sicher nun vorstellen kannst, hat mir genau das geboten. Und was das bedeutet, möchte ich dir gerne erklären. Ich habe plötzlich bei jeder Autofahrt mich bilden können, mich mit Themen auseinandersetzen können, indem ich einfach auf meine Playlist drückte. Das gleiche gilt für den Sport. Und das Allerbeste ist, egal wo ich warten musste, bei jeder Pause, die sich bot, ich habe meine Playlist angemacht. Morgens, mittags, abends, teilweise auch über die Nacht. Und plötzlich hat sich für mich ein Zugang zu Menschen eröffnet, den ich vorher nie erreichen hätte können. Und das Beste war, sie waren einfach immer da, wann immer ich Zeit hatte, wann immer ich wollte, so lange wie ich wollte. Das war für mich absolut wunderbar. Ein digitaler Mentor, der für mich immer zur Verfügung stand. Und genau hierin liegt für mich der entscheidende Vorteil. YouTube gibt dir Zugang zu Perspektiven, die dein Umfeld dir vielleicht nicht geben können. Vielleicht bist du voll beschäftigt, weil du arbeitest, Kinder hast oder keine andere Möglichkeit, dir dies zu erfüllen. Das hier kann ein Weg sein. Mich jedenfalls hat es verändert, ohne es zunächst wirklich bewusst festzustellen. Mein Denken, mein Handeln, mein Sprechen, meine ganze Wahrnehmung, alles war beeinflusst und zwar massiv. Und dafür bin ich diesem Medium sehr dankbar. Und wie das genau funktioniert, möchte ich dir gerne zeigen. Bleib dran. Kapitel 4, der psychologische Mechanismus. Das Prinzip ist, sagen wir relativ einfach, aber extrem mächtig. Dein Gehirn ist ein Wiederholungssystem. Biologisch bedeutet das, Wiederholung stärkt neuronale Verbindungen. Relevante Inhalte werden bevorzugt gespeichert und Aufmerksamkeit und Emotionen verstärken in ihrer Wirkung. Psychologisch bedeutet das, Wiederholung erzeugt Überzeugung. Überzeugungen steuern Verhalten und Verhalten formt Identität. Was du regelmäßig konsumierst, das wirst du. Deine Gedanken, deine Überzeugungen, dein Verhalten. Das ist vergleichbar mit Nahrung. Was du deinem Körper zuführst, wird zu deinem Körper. Was du deinem Gehirn zuführst, wird zu deinem Leben. Drop by drop, the water pot is filled. Das ist ein Zitat von Buddha und das bedeutet, dass nicht große Ereignisse uns verändern, sondern jeder einzelne Tropfen. Jeder Impuls, der wiederholt über Zeit einhergeht. Wer diese Mechanik versteht, kann sein Leben gezielt verändern. Und das Entscheidende, der Zugang ist kostenlos und du bestimmst, wann und wie viel du davon konsumierst. Das ist toll, oder? Du musst nur auswählen, einordnen und klar für dich nutzen, wem du zuhören möchtest. Und hier kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Kapitel 5. Zeit ist begrenzt. Die meisten Menschen leben in einer gefährlichen Annahme. Ich habe noch Zeit, ich mache es später, ich beginne morgen, ich ändere mich irgendwann. Aber dieses Irgendwann existiert einfach nicht. Es ist immer nur ein Heute vorhanden. Das Leben passiert jetzt und genau hier liegt der Unterschied zwischen Menschen, die handeln und Menschen, die nur drüber sprechen. Du kannst Ergebnisse haben
oder Ausreden. Das ist ein Zitat von Arnold Schwarzenegger. Beides gleichzeitig geht nicht. Und wie diese Methode konkret aussieht, das möchte ich dir gerne jetzt zeigen. Kapitel 6. Meine Methode. YouTube bewusst für Entwicklung zu nutzen. Und hier ist eins gleich sehr wichtig zu sagen. Dieses Kapitel ist etwas umfangreicher, da es die gesamte Mechanik abbildet. Also bleib dran. Zu meinem Hintergrund. Irgendwann habe ich angefangen, wie ich euch gesagt habe, YouTube nicht mehr zufällig zu nutzen. Nicht passiv, nicht als Ablenkung, nicht als endloses Scrollen, sondern bewusst. Ich habe mir YouTube zu einem Werkzeug gemacht. Zu einem System, das mich nicht einfach nur unterhält, sondern mich Schritt für Schritt weiterentwickelt. Und genau diesen Ansatz möchte ich dir jetzt gerne zeigen. Nicht kompliziert, aber perfekt auf deine Bedürfnisse zugeschnitten. Schritt 1. Erstelle deine erste Entwicklungsplaylist. Der erste Schritt ist simpel. Erstelle eine Playlist. Aber nicht irgendeine Playlist. Diese Playlist soll nur Inhalte haben, die dich wirklich weiterbringen. Und hier sind einige Beispiele. Inhalte, die dich innerlich berühren. Inhalte, die dir neue Perspektiven geben. Inhalte, die dich motivieren. Inhalte, die dich ruhiger, klarer und bewusster machen. Und Menschen, bei denen du das Gefühl hast, dass sie dich wirklich inspirieren und dir etwas geben. Wichtig bleibt, dass diese Playlist kein Entertainment-Ordner ist, sondern ein wirklicher persönlicher Entwicklungsrahmen für dich. Deshalb gibt es klare Regeln. Wenn ein Video dich ablenkt, runterzieht, verwirrt oder nur kurzfristig unterhält, gehört es nicht in diese Playlist. Wähle nur Inhalte aus, bei denen du spürst, dass sie einen echten Wert für dich haben. Und hierzu empfehle ich dir, dich strategisch an einem Tag vor dein Laptop, dein iPad oder dein Handy zu setzen und aktiv nach den Inhalten zu suchen, die dich wirklich begeistern. Eine Liste davon zu erstellen, diese in verschiedene Themenbereiche zu unterteilen und diese dann auch so zu füttern, dass es für den einzelnen Sachverhalt passt. Fang aber gerne erstmal mit einer an. Dann folgt Schritt 2. Höre und sieh dir die Inhalte wiederholt an. Der zweite Schritt ist wirklich entscheidend, und zwar die Wiederholung. Denn Entwicklung entsteht nicht dadurch, dass du etwas nur einmal hörst und verstehst, sondern durch repetitives Tun. Entwicklung entsteht, wenn ein Gedanke so oft wie möglich an dein Bewusstsein und Unterbewusstsein kommt, sodass er Stück für Stück Teil deines Denkens und deines Wesens wird. Deshalb höre die Inhalte immer wieder an. Beim Autofahren, beim Spazierengehen, beim Sport, beim Aufräumen, überall im Alltag, wo du die Möglichkeit dazu hast. Du musst jetzt nicht jedes Mal hochkonzentriert sein. Das ist nicht notwendig. Es geht nicht darum, alles perfekt mitzuschreiben oder immer geistig dabei anwesend zu sein. Es geht darum, regelmäßig hochwertige Impulse für deine Seele zu geben. So wie dein Körper Nahrung braucht, braucht auch dein Denken Nahrung. Und hier ist der entscheidende Punkt. Achte sehr darauf, womit du dich wiederholt beschäftigst. Denn was du oft hörst, beginnt irgendwann deine Gedanken zu prägen. Deshalb wähle wirklich nur Inhalte, die dir einen echten Mehrwert geben. Nicht alles, was gut klingt, ist auch gut für dich. Frage dich bei jedem Mal, macht mich das klarer? Bringt mich das weiter? Fühle ich mich dadurch stärker? Und hilft mir das, bewusster zu leben? Wenn ja, bleibt es in der Playlist. Wenn nein, entferne es. Die erste Playlist ist am Anfang ein Lernprozess. Wenn diese steht und du die Struktur und die Mechanik verstanden hast, wird jede neue Playlist, die du danach aufsetzt, viel intuitiver ablaufen und ruhiger. Dass dies am Anfang vielleicht etwas Kraft und Mühe kostet, ist ganz normal. Stell dich dem. Sobald du es verstanden hast, flutscht es wie von alleine. Schritt 3. Erstellung einer neuen Playlist, wenn ein Bereich quasi voll ist. Nach einer gewissen Zeit wird eine Playlist immer mehr wachsen. Und irgendwann kommt der Punkt, an dem sie meiner Meinung nach voll genug ist. Entscheide du, wie du das empfindest. Dann ist es sehr wichtig, nicht einfach weiter hineinzupacken, sondern nun eine Folgeplaylist zu erstellen. Sonst läufst du Gefahr, dass die Übersicht verloren geht. Also erstelle stattdessen dann irgendwann eine neue Playlist. Zum Beispiel Playlist 1 mit Grundlagen für dies und dies Thema. Playlist 2 Mindset. Playlist 3 Heilung und Reflexion. Playlist 4 Fokus und Disziplin. Playlist 5 sind nur Beispiele Spiritualität und Sinn. Playlist 6 Beruf, Erfolg, Kreativität. Und Playlist 7 zum Beispiel für Wissen.
Wie gesagt, es genügt eine. Diese Playlisten kannst du dann fortlaufend aufbauen. Also die Grundlagen in eine Grundlage 1, Grundlage 2, Mindset 1, Mindset 2, Heilung und Reflexion 1, 2, 3 und so weiter und so weiter. Damit hast du die Möglichkeit, immer weiter in diese Themen einzugehen. Such natürlich Themen aus, die für dich passen. Es geht nicht darum, mein System exakt zu kopieren. Es geht darum, dass du eine Ordnungsstruktur findest, die für dich funktioniert und natürlich auch Themen, die für dich relevant sind. Du kannst Inhalte von einer gleichen Person sammeln zum Beispiel oder verschiedene Menschen in einer Playlist sammeln, die in dasselbe Thema sprechen. Du kannst aber auch nur nach Themen sortieren oder nach Phasen deines Lebens. Wichtig ist nur, mach es bewusst. Gib deiner Playlist einen klaren Namen. Nummeriere sie, wenn sie dir hilft. Halte sie einfach und vor allem übersichtlich. Optional kannst du dir zusätzliche Notizen machen. Das habe ich zum Beispiel gemacht. Also wann habe ich welches Video gesehen und was war der wichtige Gedanke daraus? Was war die Essenz für mich? Was hat mich besonders berührt? Was hat mich zum Nachdenken gebracht? Was möchte ich davon ausprobieren? Und was hat mich an dem Inhalt am meisten abgeholt und weitergebracht? Das ist nicht zwingend notwendig, aber es kann für deine Entwicklung und für die Beobachtung ein tolles Werkzeug sein. Und nun kommen wir zu Schritt 4. Kehre nach einiger Zeit zu den Playlisten zurück, mit denen du begonnen hattest. Das ist ein sehr wichtiger Teil. Nach 1 bis 3 Monaten gehst du zurück zu den Playlisten, mit denen du begonnen hast. Deswegen ist die Notiz so wichtig oder die Strukturierung. Hör dir dieselben Inhalte noch einmal an. Aber diesmal passiert etwas sehr Interessantes. Du hörst dieselben Worte, dieselben Gedanken, dieselben Aussagen. Und trotzdem verstehst du auf einmal etwas anderes. Warum? Weil du dich nicht mehr als derselbe Mensch in diesem Inhalt nun befindest, sondern die Veränderung feststellst. Du hast neue Erfahrungen gemacht, du hast Dinge anders verstanden, du hast dich innerlich bewegt, du hast vielleicht etwas umgesetzt, vielleicht hast du auch begonnen, anders zu denken. Und genau dadurch verändert sich nicht nur dein Verständnis, sondern deine gesamte Wahrnehmung darüber. Ein Satz, der dich vorher kaum berührt hat, kann plötzlich tief treffen und umgekehrt. Ein Gedanke, den du beim ersten Mal nur theoretisch verstanden hast, ergibt plötzlich einen ganz tiefen Sinn für dich. Ein Inhalt, der früher nur in der Theorie für dich interessant war, wird plötzlich sehr praktisch. Und genau hier beginnt echte Entwicklung und vor allem sichtbar. Nicht, weil das Video irgendwie anders geworden ist, sondern weil du dich verändert hast. Und nun der eigentliche Schritt dieser Methode. Diese Methode ist kein Trick. Sie ist ein Weg, YouTube bewusst gegen Oberflächlichkeit zu nutzen. Denn normalerweise entscheidet der Algorithmus, was du als nächstes siehst. Mit dieser Methode entscheidest du. Du übernimmst die Kontrolle über die Aufmerksamkeit. Und wenn deine Aufmerksamkeit in einen wertvollen Ressourcenhafen läuft, fängt auch auf einmal an, der Algorithmus für dich zu arbeiten, da er dein Verhalten feststellt. Und du kriegst weitere Videos vorgeschlagen. Das ist sehr gut. Denn worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, beeinflusst dein Denken und natürlich den Algorithmus. Dein Denken beeinflusst dadurch deine Entscheidungen und deine Entscheidungen beeinflussen langfristig dein Leben. Deshalb ist diese Methode auch so wirksam. Denn du konsumierst nicht mehr zufällig. Du wählst bewusst aus, du wiederholst gezielt, du strukturierst deine Entwicklung und du überprüfst sie nach einiger Zeit selbst und stellst fest, wie sich dein Leben verändert hat. So kannst du direkt anfangen. Wenn du das ausprobieren möchtest, mach es ganz einfach. Erstelle eine Playlist heute mit 5 bis 10 Videos. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Wähle nur Inhalte aus, bei denen du wirklich etwas spürst. Wie zum Beispiel, das tut mir gut, das bringt mich weiter. Ich möchte mich öfter damit auseinandersetzen. Dann hör diese Playlist für 2-3 Wochen immer wieder an. Nicht zwanghaft, nicht als Druck, sondern als Begleitung im Alltag. Wenn du merkst, dass ein neues Thema auftaucht, erstelle eine weitere Playlist. Das ist wichtig. Schieb's in einen zukünftigen Rahmen. Das ist wichtig, denn du sollst nicht sofort dich mit anderen Themen auseinandersetzen, sondern in diesem Rahmen bleiben. Und nach einiger Zeit gehst du weiter. Und wenn du 3-4 Monate durchgelaufen bist, wirst du etwas verstehen und etwas beobachten. Denn du siehst explizit, wie du jetzt anders bist, wie vertrauter du vielleicht bist, wie sicherer du bist, wie sich dein Denken verändert hat und welche Inhalte heute tiefer wirken als damals. Wenn du es schaffst, Notizen zu führen, erreichst du eine Stufe, die nur wenige erreichen können. Denn dann kontrollierst du alles und hast einen Überblick über deine Entwicklung und das ist der Königsweg. Kapitel 7.
Die stille, aber gewisse Transformation. Die Veränderung kommt nicht plötzlich. Sie ist leise, sie ist schleichend und am Anfang kaum bemerkbar. Du wirst irgendwann zurückblicken und erkennen, ich bin nicht mehr derselbe Mensch. Und das Wichtige hierbei ist, du hast entschieden, zu wem du wurdest. Und hier kommen einige Fakten dazu. Wenn wir sagen, du schaffst es täglich 60 Minuten zu investieren, sind das 30 Stunden im Monat. Und 90 Stunden in 3 Monaten. Bei 2 Stunden am Tag sind es 60 Stunden im Monat und 180 Stunden in 3 Monaten, die dich verändern. Das entspricht mehr als einer intensiven Weiterbildung. Nur um dir das noch etwas klarer zu verdeutlichen. Ein durchschnittlicher Student ist etwa 80 bis 120 Stunden im Monat in der Uni. Das Allerbeste ist, wie ich empfinde an diesem Prinzip, du kannst es steuern, du kannst es in deinen Tagesablauf einbauen, wann es dir passt. Und du kannst aus allen Bereichen auswählen, die dich auch interessieren und dir wirklich Mehrwert geben. Du bestimmst, wer du wirst. Der perfekte Börsenbroker, Sportler, Literatur, Meditation, Persönlichkeitsentwicklung. Das kannst du alles machen. Kapitel 8. Was das nun für dich bedeutet. Wenn du dein Leben verändern willst, brauchst du keine radikalen Entscheidungen. Du brauchst den richtigen Input, die richtige Wiederholung, also die richtige Struktur. Und genau dafür ist diese Methode die richtige. Kapitel 9. Die klare Empfehlung. Wenn du wirklich wachsen willst, wenn du dich wirklich entwickeln willst, wenn du wirklich mehr aus deinem Leben machen willst, nutze diese Methode, meinen digitalen Mentor. Baue dir dein Umfeld, deine Gedanken und deine Identität neu. Und nun Schlussgedanke. Du brauchst keinen perfekten Start. Du brauchst nur den ersten bewussten Schritt und Input. Der Rest kommt von ganz alleine. Schritt für Schritt für Schritt. Wenn dir das Video gefallen hat, bin ich mir sicher, dass du noch mehr findest in meinem Verlauf, in meiner Bibliothek. Schön, dass du hier warst. Hoffentlich bis bald. Und vergesse eins nicht, du bist wundervoll und du kannst alles erreichen, was du willst.